Moin Moin und willkommen in Kurashiki. Heute wollen wir ein bisschen durch die Stadt gehen. Ich möchte euch mal ein bisschen zeigen, wo die Leute hier eigentlich wohnen. Und zwar nicht die modernen Wohnblöcke, die man in den großen Städten auch findet, sondern einfach nur, vielleicht die ein bisschen ärmeren Gebiete, die auch gleich hier auf der anderen Seite des Flusses beginnen. Heute haben wir den bisher wärmsten Tag des Jahres. Also ich schwitze hier wirklich wie sonst was. Es sind 33 Grad, noch nicht allzu schwül, die Regenzeit kommt noch. Dann haben wir dieselbe Temperatur, nur mit einer Luftfeuchte von 90% aufwärts. Ja, heute werden wir uns mal das Gebiet hier auf der anderen Seite des Flusses anschauen. Alles im Wohngebiet, ein bisschen Industrie dazu. Und an den Berghängen, wie man so ein bisschen hier im Hintergrund sehen kann, sind sehr viele Friedhöfe, Grabsteine. Den Fluss, den wir hier sehen, ich glaube, der heißt Kurashiki-gawa. Und der führt hier direkt in das alte historische Viertel. Was man hier sehen kann, auch ganz typisch. Fast alle Flüsse hier in den Städten oder in diesem Gebiet, ich weiß nicht, ob das in Gesamtjapan so ist, sind kanalisiert. Einfach alles. So natürliche Flussbetten. Bei den größeren Flüssen gibt es das ein wenig. Aber auch da sind dann große Deiche an beiden Seiten und den Flüssen wird sehr wenig Raum gegeben. Was einem hier definitiv auffällt, sind die ganzen Überlandleitungen. Über all den Straßen befinden die sich, nur in dem historischen Teil in Kurashiki-bikan nicht. Dafür ist fast alles asphaltiert im Ausgleich. Also hier heizt es sich noch mehr auf als normalerweise. Hier auf der anderen Seite ist so ein kleiner Friedhof. Ich glaube, da gehen wir gleich mal hochgucken. Und ein kleiner Tunnel, der durch den Berg führt. In der Richtung ist auch dann Okayama. So, da gehen wir hier doch mal hoch. Bei der Hitze ist jeder Aufstieg eine Qual. Oh, die sind hier gut gepflegt. Da geht es noch weiter hoch. So, das große Gebäude da ist das Rathaus von Kurashiki. Und auch hier ist die Straße und auf der anderen Seite befinden sich auch Grabsteine. Das sieht man überall. Auch bei den Bahnhöfen sind Grabsteine. Daneben, neben den Schienen sind Grabsteine, neben Kreuzungen, neben befahrenen Straßen. So dass immer irgendjemand präsent ist wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. So, gehen wir doch mal hier hoch. Gucken nach. Ja. Oh, da ist auch noch eine kleine Treppe. Mal schauen, wohin uns das führt. Hier war ich noch nicht. Das sieht alles hier sehr neu aus und frisch. Wasser ist frisch. Oh, und der Blick über die Stadt. In diese Richtung ist das Meer. So, hinter diesen Bergen. Und
Hier gehen wir durch einen kleinen Bambuswald. Doch, könnte sein, dass ich weiß, wo es hier hingeht. Hier irgendwo auf dem Berg ist eine Jugendherberge. Kann sein, dass das ist. Aber auf jeden Fall, wenn man hier wohnt, hat man auf jeden Fall eine gute Aussicht. Ah. Ich glaube, das sind Pflaumen. Das ist ja schön. Das ist nicht so ganz bekannt, aber die Blüte der Ume, der Pflaume, ist eigentlich hier fast genauso beliebt wie die Kirschblüte. Und überall, wo man auch die Sakura hat, gibt es auch häufig Ume, die dann zeitlich versetzt vor der Kirschblüte blüht und ein bisschen dunkleres Rosa gibt. Das muss hier wirklich schön aussehen dann. Noch eine Sache. Japan ist nicht für Fußgänger gemacht. Die Straßen sind verdammt schmal hier. Und, naja, voller Autos. Und ich glaube, das Gebäude da müsste die Jugendherberge sein. Dann gucken wir mal, ob wir durch diesen Friedhof, der hier oben endet, bis runter in die Stadt zurückfinden. Dieses große Gebäude da hinten, ich glaube, das ist die Stadthalle. So ein Eventzentrum. Da finden dann Konzerte statt, ein großer Konzertsaal drin. Wow. Und auch eine Sache. Ich meine, hier sind überall Grabsteine, ne? Überall. Und mittendrin ist ein kleines Beet. Also, ich meine, das sind alles nur Urnengräber. Jede Kleinigkeit wird von den Leuten für Beete genutzt. Jede kleine Ecke, die übrig bleibt. Auch in den bewohnten Gebieten, wo wir gleich hingehen werden. Ich werde zeigen. Und warum hier Kunstrasen ist. Ja, so ein Schwachsinn. Ich hoffe, der ist nicht zugewachsen, der Weg hier, dass wir gut durchkommen. Okay. Okay, mal schauen. Was ist hier? Na?
Da vorne auf der anderen Seite, auf dem Hügel, da ist der Aji-Schrein. Und alles, was hier zwischen uns liegt jetzt, ist Kurashiki Bikan. Da vorne, da ist die Altstadt. Ich frage mich, ob das der Tempel ist. Wow. Also der Blick ist ja auch wirklich schön hier. Und da ist ein Tori. Das bedeutet, da ist ein Schrein. Ja, geht's mal den Weg weiter. Also wenn man davon ausgeht, dass Japan eine sehr alte Bevölkerung hat und die Toten von meist doch schon wieder etwas älteren Kindern gepflegt werden, dann sind diese Treppen nicht unbedingt sehr geeignet dafür. Japan hat grundsätzlich ein Problem, wenn es um Landflucht geht. So sehr viele Leute ziehen aus den Städten, aus den kleinen Städten wie diese hier oder vom Land weg und ziehen in die großen Städte wie Osaka, Tokio. Deswegen sind die noch stark am Wachsen, während Japan insgesamt eine schrumpfende Bevölkerung hat. Deswegen hat man hier in diesen Stadtvierteln, die man hier sehen kann, auch recht viele leerstehende Häuser. Das heißt, man eigentlich gar nicht weiß, ist das jetzt ein besseres Viertel oder ein weniger gutes. Das hier im Übrigen ist kein Grab. So, gehen wir jetzt mal lang. Hier die Kabellage und die ganzen Leitungen sind häufig an den Seiten der Häusern angebracht. Ja. Hier da oben weiß ich, dass da ein buddhistischer Tempel ist. So, ich würde sagen, wir fliehen mal wieder schnell in die Stadt. Hier ist alles voller Moskitos. So, die kommen jetzt raus wie die Wahnsinnigen. Da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich nicht auf dem Land wohne gerade, sondern im 3. Stock. Oder hier im 3. Stock, in Deutschland im 2. So, in Deutschland würde ich auch eigentlich sagen, dass das hier ein Privatweg ist. Aber hier sind das die Haupteingänge zu den Häusern. Oh, das ist kurios. Dieses Haus, was wir gerade hinter uns sehen, das haben wir mal vor 2 Jahren zum Mieten freigegeben gesehen, als wir hier auf der Suche waren. Dieses Haus plus den Garten war ziemlich günstig. Wie dieses ganze Stadtteil ziemlich günstig ist, obwohl es einfach super gelegen ist. Das dauert nur 5 Minuten, dann ist man mitten im Zentrum. Man hat alles drumherum, was man braucht. Ja. Hier links. Auch so ein verlassenes Haus. Wenn man hier ein Grundstück kauft, dann kauft man eigentlich nur den Grundstückswert, nicht mehr das Haus. Nach einer Generation, spätestens nach 20, 25 Jahren, wird gesagt, dass das Haus einen Wert von 0 hat und abgerissen werden muss. Bei manchen mag das zutreffen.
Aber wenn die das auch auf Stahlbetonhäuser anwenden, dann verstehe ich die ganze Sache nicht unbedingt. Ich meine, hier muss man mit Sicherheit einiges dran machen. Da ist lange Zeit nicht bewohnt gewesen. Fällt hier alles auseinander. Das macht man ein bisschen traurig, wenn man sich das so ansieht. Dieser Bereich hier hinter ist Teil des Ivy Squares, wo die erste Denim-Fabrik hier in Kurashiki in den 1860ern, glaube ich, erbaut wurde. Von einem Menschen namens Ohara. Und hier rechts beginnt dann Kurashiki Bikan, so das historische Zentrum der Stadt. Aber wir gehen heute in die andere Richtung. Ist auch interessant. Wie ich schon sagte, jede kleine Ecke wird irgendwie für Beete genutzt. Gemüsebeete in der Regel. Und was auch auffällt, um die Häuser herum, überall sind Mauern. Selbst wenn die nur wie hier wenige Zentimeter vom Haus entfernt sind. Es wird nicht das Haus offen gelassen, es wird eine Mauer davor gesetzt. Sonderlich hübsch sehen die auch meist nicht aus. Also ich weiß noch nicht hundertprozentig, warum das einfach überall gemacht wird. Jetzt noch ein kleiner Fun-Fact zur Adressensvergabe in Japan. Wir sind eben gerade durch ein kleines Stadtviertel gegangen. Dieses Stadtviertel hat einen bestimmten Namen. Alle Straßen davon haben denselben Namen. Und die Hausnummern werden dann nach dem Baujahr vergeben. Das heißt, dass eine Hausnummer 1, das erstgebaute Haus, hat auch Hausnummer 1. Wenn wir jetzt die andere Seite angucken, sagen wir mal, das da ist Haus Nummer 1, dann mag das da hinten, hinter den anderen, Haus Nummer 2 sein. Das hier mag Haus Nummer 45 sein. Falls es überhaupt Nummern gibt. Häufig stehen nur die Namen an den Türen. Und die Namensfindung in Japan, wie Namen überhaupt gelesen werden, wie man sie ausspricht, das ist nochmal ein eigenes Kapitel. Also Adressenfindung hier in Japan ist verdammt schwierig. Früher gab es dafür einzelne Karten, die hat man sich dann beim Amt ausdrucken lassen, musste man kaufen. Für Lieferdienste unverzichtbar. Und dass Google Maps hier einen Riesenerfolg hat, ist mit dem Hintergedanken eigentlich überhaupt nicht verwunderlich. So, die leiten einen wenigstens zu dem Haus, was man ansonsten wirklich ewig suchen muss. Oder womöglich auch gar nicht finden kann, wenn die keine Nummer oder Namen dran stehen haben. So, dann sind wir heute schon am Ende der kleinen Tour. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.